Autowaschen macht gerade im Winter nicht immer Spaß und deswegen verrate ich dir heute meine 3 Schritte, damit dein Auto nicht nur gründlich sauber wird, sondern noch länger sauber bleibt und du deswegen nicht mehr so oft waschen musst. Los geht's! Schritt Nummer 1 können die meisten, die mich schon ein bisschen kennen, sich vielleicht denken. Der lautet Vorreinigung, Vorreinigung, Vorreinigung. Denn das ist ganz entscheidend. Bevor wir das Auto anfassen, muss die Vorreinigung gründlich erfolgen. Dafür verwenden wir einen entsprechend auf Lack und Lackschutz angepassten Vorreiniger. Im Regelfall ist der pH-neutral oder leicht alkalisch. Der Schaum macht was ich nicht tue, nämlich gerade arbeiten, und dafür braucht er ein bisschen Zeit. Und während er diese Zeit bekommt, erkläre ich jetzt 1, 2 Sachen. Zum einen werde ich immer wieder gefragt, warum ich so eine Partikelmaske trage bei vielen Schritten in der Fahrzeugaufbereitung. Der Grund ist ganz einfach, dass wir das hier gewerblich und jeden Tag machen, und ich habe einfach keine Lust, diese Reinigungsmittel, die Aerosole dauernd einzuatmen, weil die haben mit Sicherheit auf dem Lack was zu suchen, aber nichts in meiner Lunge. Deswegen einfach Arbeitsschutz, kann am Ende jeder selbst entscheiden. Und zum Thema Arbeitsschutz etwas, was wirklich jeder machen sollte in dem Moment, wo ihr Kontakt mit Chemie habt, und das passiert, wenn ihr Hand ans Fahrzeug anlegt, auf jeden Fall Nitrilhandschuhe anziehen, und ganz wichtig auch bitte alle 15 Minuten wechseln, denn in dem Schweiß, der sich hier drunter bildet, bilden sich Bakterien. Also nach einer Stunde Handschuhe an, Handschuhe aus, ins Gesicht gefasst, habt ihr gleich eine halbe Garantie für eine Bindehautentzündung oder was auch immer. Deswegen Handschuhe regelmäßig wechseln, und bitte, wenn schon keine Maske und keine Schutzbrille ist, bitte zumindest Handschuhe tragen. Die Idee hinter der Vorreinigung, und das ist jetzt wieder zurück zum Thema, ist einfach, dass wir den Schmutz, der sich auf dem Lack befindet, zum einmal anlösen, damit wir Sand- und Partikelschmutz entfernen, bevor wir Hand anlegen, aber auch Schmutz überhaupt löslich machen, weil sonst müssen wir nämlich schrubben auf dem Lack, und genau das wollen wir vermeiden, weil Schrubben bedeutet in ziemlich allen Fällen immer Kratzer. Und damit wir das vermeiden, lassen wir den Vorreiniger seine Arbeit tun. Das ist nämlich Schritt 1 oder Kernpunkt 1 der Strategie, damit dein Auto länger sauber bleibt. Eine vernünftige Vorreinigung, die lassen wir jetzt laufen, und dann geht es auch schon zu Schritt 2. Dominik ist so nett und wäscht schon mal die Felgen. Wer sehen möchte, wie wir Felgen waschen, wir verlinken hier oben noch mal das Video zum Nachgucken. Der zweite Kernpunkt der Taktik, um das Auto länger sauber zu halten, ist eine zweite Vorreinigung, nämlich pH optimiert, nämlich sauer. Die erste Vorreinigung war ja leicht alkalisch, um alle alkalisch entfernbaren Verschmutzungen zu entfernen. Das ist hauptsächlich organische Verschmutzung, Insekten, Bienenkot und Schmutz im Allgemeinen, also so Straßenschmutz. Und der saure Reiniger entfernt dann kalkhaltige Verschmutzung oder generell mineralische Verschmutzung. Kleine Besonderheit daran ist, wir waschen direkt auf dem Reiniger, da hat er eine höhere Wirkung sozusagen. Und dann ist der Lack eigentlich schon perfekt vorbereitet für Schritt Nummer 3 im System Auto länger sauber lassen. Jetzt kommen wir zu Kernpunkt 3 unserer Taktik, damit dein Auto nach der Wäsche deutlich länger sauber bleibt. Und das ist das Anwenden einer Sprühversiegelung auf nassen Lack. Auf nassen Lack, warum? Erstens, weil die Anwendung deutlich schneller geht, als wenn wir trocknen und dann nochmal eine Sprühversiegelung anwenden. Das heißt, wir wollten den Aufwand gering halten. Und zum Zweiten ist die Versiegelung auch ein bisschen leichter zu verarbeiten, denn es gibt eine kleine Besonderheit. Ich habe da ein Produkt ausgegraben, was eigentlich schon so halb tot zu sein schien. Sonax Speed Protect ist eigentlich eine Sprühversiegelung, die irgendwie so im Autohausbereich zu Hause ist. Die macht extrem Glanz, wirklich ganz extrem Glanz, und eine wahnsinnig starke Lackglätte, aber performt im Sinne von dem Beading und Sheeting, also dem Wasserabperl und dem Wasserabfließverhalten, kaum. Also man sieht, dass irgendwas drauf ist, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, der Lack ist versiegelt. Was wir aber festgestellt haben, weil wir das Produkt zwischendurch mal aus der Not heraus benutzt haben, weil gerade nichts anderes da war oder wir einfach reagieren mussten, ist, dass das Auto extrem lange sauber bleibt. Und das ist total krass. Wir haben es auf silbernen Autos, auf weißen Autos, auf schwarzen Autos.
Wir haben es auf silbernen Autos, auf weißen Autos und auf schwarzen Autos getestet und die Autos bleiben optisch einfach länger sauber, wenn man eine Tür damit behandelt und eine Tür nicht. Und das finde ich ziemlich heftig. Und deswegen hat es das Produkt wieder so ein bisschen den Weg in unser Herzen zurückerobert, weil wir einfach einen Effekt haben, den sonst nur eine Keramikversiegelung langfristig schafft, nämlich dass die Autos länger sauber bleiben. Allerdings ohne, dass sie doll abperlen und abfließen und auch ohne, dass wir einen extremen, also die spätere Reinigung extrem erleichtern, sondern länger sauber, extrem glatt nach der Anwendung und ein Wahnsinnsglanz. Selbst auf so einem Grau kann ich prognostizieren. Der Grund, warum wir es auf nassen Lack anwenden, ist, weil dieses Produkt leider zum Schmieren neigt. Wenn man es auf trockenen Lack anwendet, so wie man es kennt, auf ein Tuch, auf den Lack sprühen, verteilen, auspolieren, dann hat man meistens das böse Erwachen, wenn man rausfährt, man hat überall Schlieren, weil das Produkt einfach schmiert. Ganz einfach. Warum? Keine Ahnung, es macht's. Auf nassen Lack ist das deutlich geringer, weil durch das Wasser sich das Produkt besser verteilt und wir auch einfach eine geringere Schichtdicke oder Produktstärke drauf haben. Viel gequatscht, wir zeigen jetzt einmal die Anwendung auf nassen Lack im Sinne einer Trockenhilfe und danach natürlich das erste Ergebnis. Als Tuch 1 verwende ich jetzt hier ein Trockentuch. Das hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, ich habe ein sehr großes Tuch, mit dem ich auch die große Wassermenge aufnehme und verteile das Produkt gleichzeitig. Der Nachteil ist, die Versiegelung bindet sich natürlich auch irgendwie an die Fasern im Tuch und das Tuch trocknet danach schlechter, wenn man es nicht im Wasser einlegt. Also wir haben es ausprobiert, wir lassen das Trockentuch nach der Trocknung in einem Eimer zusammen mit Mikrofaserwaschmittel und Wasser einfach ein paar Stunden einlegen, bevor es in die Waschmaschine kommt. Und wenn man das macht, hat man kein Problem bei der nächsten Trocknung, dann nimmt das Tuch genauso viel Wasser auf wie vorher. Für Schritt 2 nehmen wir ein ganz normales Mikrofasertuch, lang- oder mittelflorig und polieren nochmal die Überstände aus. Das sorgt dafür, dass wir am Ende keine Flecken, keine Schlieren haben und eine perfekte, glatte, glänzende Oberfläche. Damit einmal ums komplette Auto rum. Nur eine Sache bitte beachten, die Haube ist jetzt schon trocken. Wenn ich jetzt also an der Tür sprühe, sprühe ich am besten in den nassen Bereich und nicht Richtung Haube, weil sonst habe ich immer wieder Overspray, oder Lacknebel nicht, sondern Sprühnebel vom Wachs auf den bereits getrockneten Bauteilen. Falls es mir irgendwann zu eng wird, kann ich auch direkt ins Tuch sprühen, aber auch das vermindert ein bisschen die Wirkung. Also im Idealfall vorsichtig auf den Lack sprühen, Tuch 1, Tuch 2. Wem das alles ein bisschen zu heikel und zu heiß ist, einfach ins Tuch sprühen, Tuch 1, Tuch 2 funktioniert auch. Für Felgen funktioniert das Ganze genauso gut, auf Glas prinzipiell auch. Es perlt, auf Glas perlt es extrem. Es sieht aus wie eine Glasversiegelung, voll krass. Aber auf der Frontscheibe würde ich es wahrscheinlich weglassen, weil es könnte beim Scheibenwischereinsatz ein bisschen schlieren. Wen es nicht stört, dass es eine Sekunde einmal kurz aufblitzt. Wen es nicht stört, dass es einmal eine Sekunde kurz aufblitzt, wie in der Waschstraße, der kann es auch auf der Frontscheibe anwenden. Drei Punkte, die zu beachten sind, die dir aber in Zukunft deutlich helfen, weil für die nächsten 2 bis 3 Monate, je nach Fahr- und Parkverhalten, dein Auto deutlich weniger schmutzig wird und das sieht einfach viel besser aus. Das heißt, habe ich auch gerade schon vorweggenommen, alle 2 bis 3 Monate kannst du die Schritte wiederholen, damit du immer wieder sozusagen diesen Schutz hast. Es ist jetzt kein Ersatz für eine Keramikversiegelung, auch keine Alternative zu einer Keramikversiegelung, aber einfach eine andere Möglichkeit für alle, die sagen, ich will zwischendurch einfach mal wieder selber Hand anlegen, das Auto selber mit einer Sprühversiegelung versehen und bin bereit, vielleicht dann jeden 2., 3. Monat ein bisschen mehr Mühe zu investieren. Ansonsten schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie oft du dein Auto eigentlich wäschst die Woche. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, hau rein.